RS11, Rainbow Sherbet #11. Wenn du heute in der Cannabis-Szene unterwegs bist, kommst du an diesem Namen einfach nicht vorbei. Aber hey, wie wird eine einzige Sorte zu so einer weltweiten Ikone? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und das hier, das ist absolut keine Übertreibung. Wir reden hier nicht von irgendeinem Hype. RS11 ist in Rekordzeit zu einem echten Grundpfeiler geworden. Eine Genetik, auf der heute die Zukunft der Züchtung aufbaut. Ein absoluter Gamechanger, wirklich. Also wer steckt dahinter? Diese Entstehungsgeschichte ist super wichtig, um zu kapieren, was RS11 eigentlich ausmacht. Denn, wisst ihr, das ist eine Geschichte über Zusammenarbeit, die perfekt zeigt, wie die moderne Cannabis-Welt heute tickt. Und hier wird's richtig interessant. Man muss das so sehen. Auf der einen Seite hast du Dio Farms aus Auckland. Das sind quasi die Architekten, die ursprünglichen Züchter. Und auf der anderen Seite Wizard Trees aus LA, die Jäger. Die haben wirklich hunderte Phänotypen durchgesehen, um am Ende genau diesen einen, den 11., rauszupicken. Das ist nicht nur Züchtung, das ist pures Goldwaschen. Okay, aber was steckt da genetisch eigentlich drin? Was ist die magische Formel? Also passt auf. Wir haben die tropische Fruchtigkeit von Pink Guava. Dann diese süßen Bonbonnoten von OZK. Und zum Schluss die cremige, fast schon dessertartige Qualität von Sunset Sherbet. Und bumm, das alles zusammen ist Rainbow Sherbet #11, kurz RS11. So, jetzt wissen wir, wo sie herkommt. Aber was macht sie denn jetzt so legendär? Was genau hebt RS11 von all den anderen Sorten da draußen ab? Schauen wir uns mal die Fakten an. Fangen wir mal mit den Basics an. RS11 ist ganz klar ein Indica-dominanter Hybrid. Das heißt, du kriegst diese tiefenentspannte körperliche Wirkung, aber, und das ist das Geniale daran, dein Kopf bleibt klar. Der wird nicht einfach ausgeschaltet. Und jetzt die Potenz. Haltet euch fest, wir reden hier von einem maximal getesteten THC-Gehalt von bis zu 33%. Das ist die absolute Oberliga. Also, man sollte schon wissen, was man da tut, ne? Das ist ja genau der Punkt. Diese perfekte Balance. Leute sagen, man wird total ruhig, aber der Kopf bleibt wach und klar. Du fühlst dich euphorisch, der ganze Stress fällt ab, aber du klebst eben nicht auf der Couch fest. Ganz im Gegenteil, viele nutzen das Zeug sogar, um kreativ zu sein oder sich zu konzentrieren. Und dann der Geschmack. Oh Mann. Stellt euch mal vor, so eine Mischung aus süßen Früchten, Beeren, bisschen Zitrus und dann dieses cremige Sherbet-Finish. Aber das ist nicht alles. Darunter liegt diese erdige, fast schon dieselartige Gassy Note. Und genau das ist für Kenner das Zeichen, okay, das hier ist absolute Premium-Qualität. Okay, das macht natürlich Lust, oder? Da stellt sich sofort die Frage, wenn ich diese Hammergenetik selbst anbauen will, wo kriege ich die her? Wem kann man da vertrauen? Schauen wir uns mal die wichtigsten Namen an. Also Wizard Trees sind natürlich der Goldstandard. Klar, die haben hier den originalen Cut gefunden. Dio Farms sind die Schöpfer, da bekommst du die authentische Genetik. Und dann gibt's natürlich noch richtig gute Samenbanken wie Growers Choice oder Cannabia. Die machen das Ganze zugänglicher, indem sie stabile, feminisierte Samen für uns hier in Europa anbieten. Und hey, wo wir gerade beim Thema Anbauen sind, kleiner Tipp von mir. Wenn ihr bei eurem ganzen Grow-Bedarf, also Lampen, Erde, dem ganzen Kram, ein bisschen sparen wollt, dann schaut unbedingt mal auf potspot.info/Gutscheincodes vorbei. Wirklich, da gibt's immer die neuesten Rabatte für euer komplettes Setup. Aber wisst ihr, der Einfluss von RS11, der ist viel größer als nur die Sorte selbst. Wir müssen über ihr Vermächtnis reden. Was hat sie wirklich in der Szene verändert? Schaut euch mal diese Timeline an. Das ist einfach nur krass. Von 2020 bis heute. In ein paar wenigen Jahren von der ersten Kreuzung bei Dio Farms über die Entdeckung durch Wizard Trees bis hin zur globalen Ikone. Das Tempo ist atemberaubend. Und das bringt uns zu einem echt wichtigen Begriff: Foundational Strain. Also eine grundlegende Sorte. RS11 ist eben nicht nur ein geiles Endprodukt. Nein, Züchter auf der ganzen Welt nehmen sie heute als Baustein, als genetische Basis, um die nächste Generation von Elitesorten zu züchten. Und genau das zementiert ihren Legendenstatus für immer. Tja, und das wirft am Ende natürlich die eine große Frage auf. Wenn eine Sorte wie RS11 die Messlatte so verdammt hochgelegt hat, welche Sorte da draußen hat wirklich das Zeug dazu, die nächste Ikone zu werden? Was meint ihr?